Willkommen auf unserem Kanal. Wir wollen euch heute in einer kleinen Technikreihe zunächst unser Akkumodul vorstellen. Davon soll es später noch genauere Videos geben, damit ihr sowas auch selbst mal nachbauen könnt. Aber jetzt begrüßen wir euch erst. Wir sind eine vierköpfige Familie und wollen in einen Reisebus einziehen. Und wenn euch interessiert, wie das alles vonstatten geht, dann sehen wir uns gleich wieder. Hi, Simon hier. Ich freue mich, dass ihr auf unseren Kanal gefunden habt, Bus Life Travel. Wie ihr im Intro gesehen habt, wir sind eine Familie von 4 Personen und wir wollen uns im nächsten halben Jahr einen Reisebus ausbauen, um dort einzuziehen. Und was hierfür schon fertig ist, ist das Akkumodul. Da habe ich mich in dem letzten Jahr relativ intensiv damit auseinandergesetzt. Ich bin auch kein Elektriker, deswegen seht ihr, das bekommt ihr auch hin. Wir wollen zu dem Akkumodul und insgesamt zu der Elektrotechnik im Bus eine kleine Videoreihe starten, die euch helfen soll, sowas in anderen Dimensionen, die für euer Projekt passend sind, nachzubauen. Das ist ein Selbstbaumodul, das sind Zellen, die wir in China direkt bestellt haben und die sozusagen unseren Bus hoffentlich relativ gut mit Strom versorgen werden. Es sind 24 Volt Akkumodul mit 800 Ampere-Stunden. Und wie es zu diesen Dimensionen kam, wir nennen das ganze Gerät auch mittlerweile liebevoll nur noch den Oschi. Ja, wie es zu diesem circa, 300 Kilogramm schweren Modul hier kam und warum wir uns dafür entschieden haben, das so auszulegen, das will ich euch ein bisschen näher bringen. Auch die Einzelteile in den weiteren Videos wird es dann ein bisschen spezieller. Also wie arbeiten die verbauten Teile miteinander zusammen? Wie funktioniert das ganze System? Das soll das nächste Video werden. Und dann machen wir noch ein paar Videos, wie man sich sowas wirklich selber bauen kann, welche Schritte man beachten muss, was für Teile man sich herstellen muss, wo man was bekommt. Ich verlinke euch die meisten Teile auch hierfür jetzt im Video. Und hier seht ihr die Zellen. Das sind Winston Thunder Sky Zellen, jeweils mit 400 Ampere-Stunden. Ich habe immer 2 Zellen parallel geschalten. Und davon gibt's 8 parallele Doppelpacks. Obendrauf seht ihr das Batteriemanagementsystem. Das sind aktive Balancer, die dafür sorgen, dass in diesen 8 parallel geschalteten Zellblöcken immer die gleiche Spannung herrscht und die gleiche Kapazität herrscht. Und ja, wie das alles funktioniert, wie die Geräte miteinander kommunizieren, das werden die nächsten Videos. Jetzt wollen wir erstmal erklären, was es mit dem ganzen Projekt auf sich hat und wie die Dimensionen dieses Projektes hier entstanden sind. Also mein Grundgedanke war, dass wir als Familie auf viele Annehmlichkeiten aus dem üblichen Haushalt relativ schlecht verzichten können. Also es wird relativ schwer werden, auf eine Spülmaschine, auf eine Waschmaschine wirklich zu verzichten. Deswegen, ich habe mal mit einem Spülmaschinendurchgang und ca. 2 Waschmaschinendurchgängen geplant. Das sind ja ca. 3 bis 3,5 Kilowattstunden, die da verbraucht werden. Das Modul, so wie es jetzt da ist, hat eine Kapazität von 19,2 Kilowattstunden und die Lithium-Eisenphosphat-Zellen kann man ja zu 80% circa entladen, also bis auf 20% entladen. Das heißt, wir haben ungefähr 15 Kilowattstunden nutzbare Kapazität. Wir planen auf dem Dach eine ganz gute Solarleistung. Ich habe 10 Solarmodule, die stehen aktuell noch hier im Heizraum. Ich zeige es euch mal kurz. Hier, das sind 10 mal 180 Watt Solarmodule. Da habe ich mir auch schon eine ganz coole Lösung überlegt, wie die auf dem Bus befestigt werden. Da haben wir so schöne Alu-Tenutschienen, die man da super draufkleben kann. Aber das kommt alles später. Also begleitet uns, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, dann seid ihr bei diesen ganzen Schritten dabei, bei der Isolierung, bei der Fensterfolierung, was alles ansteht. Das werden einige schöne Videos hoffentlich werden.
Wir freuen uns selbst schon drauf und wir freuen, wenn ihr dabei seid. Oder wir freuen uns auf euch, wenn ihr dabei seid. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Ein Spülmaschinendurchgang und 2 Waschmaschinendurchgänge. Das sind ungefähr 3,5 Kilowattstunden, die wir da täglich sicher alleine schon mit Waschen und Spülen verbrauchen werden. Ich schätze mal so dass wir zwischen 4 und 5 Kilowattstunden pro Tag verbrauchen werden. Wenn im Winter jetzt keine Sonne scheint und man davon ausgehen kann, dass maximal so 1 Kilowattstunde vom Solar reinkommt, dann haben wir einen Verbrauch von ca. 4 Kilowattstunden und ja, dann könnten wir 3 bis 4 Tage maximal autark stehen, bevor wir uns wieder irgendwo anstöpseln müssten und aufladen. In der Übergangszeit rechne ich so mit 1 bis 2 Wochen und in der sehr ausgedehnten Sommerzeit, also locker von Mai bis Oktober, sollte die ganze Kiste relativ autark laufen. Auch im Sommer, wenn die Klimaanlage läuft, da kommen täglich zwischen 6 und 8 Kilowattstunden locker rein. Das schafft man dann auch mit Klima. Ja, also so haben sich die Dimensionen dieses Moduls ergeben. Letztendlich auch ein Bus. Also wir hatten eigentlich geplant, einen alten Rewe-Laster auszubauen. Aber als wir dann so überlegt haben, wie viel Platz wir brauchen, wo, was, wie, ja, letztendlich ist es ein Reisebus geworden, 12 Meter. Und wie wir den ausbauen, da nehmen wir euch gerne mit. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz das Modul an. Einfach nur ganz grundlegend. Wie gesagt, wir machen noch genauere Videos dazu. Das hier sind die beiden Wechselrichter, die den Solarertrag in den Akku einspeisen, die Solarladeregler. Ich habe mich für ein System von Victron entschieden. Die beiden Wechselrichter hier, die gleichzeitig ein Ladegerät enthalten. Ich habe gerade den Landstrom angeschaltet, das System lädt. Die sind parallel geschalten, also im Master-Slave-Modus sozusagen, und haben beide 70 Ampere Ladekapazität. Das heißt, die laden jetzt gerade. Das geht langsam hoch. Hier kann man das ganze System sozusagen beim Arbeiten auch im Fahrzeug beobachten. Hier die Steuerzentrale, das Servo GX sozusagen, überträgt das Ganze auch über WLAN und Bluetooth ans Handy. Also man kann dieses Panel auch vom Handy aus einsehen. Wir haben es jetzt nochmal für den Bus separat. Super zu bedienen. Der Touch geht echt wunderbar. Und wir sehen die Ladeleistung, die ist jetzt gerade bei 2300 Watt mit 86 Ampere. Die geht jetzt langsam hoch. Bis auf ca. 3000 Watt mit 120 Ampere. Und ja, so schaffen wir es, den Akku in relativ annehmbarer Zeit auch wieder aufzuladen, wenn man genug Landstromkapazität zur Verfügung hat. Das Schöne ist, die Wechselrichter haben auch eine Einspeisegrenze, also man kann einstellen, wie viel, beispielsweise wenn man jetzt auf dem Campingplatz steht und man hat nur einen Stromanschluss mit maximal 10 Ampere, dann kann man es einstellen, dass auch der Anschluss am Campingplatz nicht überlastet wird. Ja, hier sehe man theoretisch noch den Photovoltaikertrag und jetzt sieht man halt gerade, wie viel dem Netz entnommen wird. Ich habe da unten nochmal so einen Netzsensor und hier, das ist die Auslese vom Batteriemanagementsystem. Da sieht man jetzt jede einzelne Zelle, wie viel Volt die hat. Die sind jetzt gerade alle bei 3,43 Volt. Jetzt sieht man das. Ja, ist relativ schwierig, dass es sich da fokussiert. Man sieht auch, ob die Overvoltage Protection oder die Low Voltage Protection ausgelöst hätte. Man sieht, welcher Balancer gerade aktiv ist. Dann geht hier dieses Balancer-Symbol blau an. Oder ob es irgendwelche Fehler gibt. Dann hier, das sind die beiden Relais, die für die Überladung und Tiefenentladung zuständig sind. Also dass die Zellen nicht tiefenentladen werden und auch nicht überladen werden. Das sieht man hier. Also vom Haupt-Pluspol gehen hier 120 Quadrat auf den Kontakt der beiden Relais. Und dieses Relais regelt die Low Voltage Protection, also hier sind alle Lasten angeschlossen und
sollten die Batterien so bis auf 20% entladen sein, dann kann man den Schwellwert einstellen und dann löst dieses Relais aus und die Batterie, also die Zellen selber werden vor Tiefenentladung geschützt. Hier kommen alle Ladungen an, also die Lichtmaschine, die Ladung der Wechselrichter nicht, das erkläre ich gleich. Also die Lichtmaschine und der Photovoltaikertrag kommt hier an und wenn der Akku voll ist, schaltet dieses Relais ab und es kann sozusagen nicht überladen werden. Das ist eine kleine Besonderheit, beziehungsweise, ja, ich war mir da am Anfang auch nicht ganz sicher, aber das hat sich während der Planung ergeben. Die Victron-Wechselrichter sollte man, also diese Geräte hier, sollte man nicht über ein Relais mit den Zellen verbinden. Also nicht über so ein Relais letztendlich hier mit den Zellen verbinden. Die muss man direkt mit dem Pluspol verbinden. Deswegen sind die auch hier mit angeschlossen am Pluspol-Eingang. Und die muss man sozusagen separat ansteuern, weil die eben nicht über ein Relais auf den Akku laufen dürfen. Das funktioniert über 2 Optokoppler. Die sieht man hier. Die machen im Endeffekt genau das gleiche. Also hier L und O für Low und Overvoltage und senden ab einem bestimmten Schwellenwert eben das Signal an die Wechselrichter, dass das Laden aufhört bzw. das Entladen. Was hier vielleicht noch interessant ist, wir haben als Hauptsicherung eine Class T Sicherung verbaut. Hier. Die hat eben den Vorteil, dass auch kein Lichtbogen entstehen kann, der sozusagen bei einer Schmelzsicherung theoretisch den Sicherungsblock überspringen könnte. Das kann da nicht passieren. Ja, hier kann man jetzt über ein Wi-Fi-Modul auch noch das Batteriemanagementsystem remote anschauen. Ja, und was dieses Batteriemanagementsystem genau macht, wie das funktioniert, wie man das selber nachbauen kann, dazu machen wir noch Videos. Ihr seht, ich habe ja auch eine Plexiglasplatte drüber eingenutet sozusagen. Die läuft da entlang, dass man ja nirgends auf die Akkus wirklich mal dass da kein Maulschlüssel mal aus Versehen drauf fällt, weil wenn hier ein Kurzschluss entsteht, das hätte üble Folgen. Da fließt richtig viel Strom und es würde relativ schnell relativ heiß werden. Ja, ihr hört jetzt auch, die Lüfter sind angegangen. Das System lädt jetzt mit voller Leistung. Wir sind hier bei 3307 Watt mit 120 Ampere. Ich habe das Modul auch extra so modular gebaut. Man kann da mit einem Hubwagen drunter fahren und das theoretisch auch im Keller einbauen. Also unsere Kids sind jetzt ja noch klein, deswegen machen wir die ganze Aktion ja. Wir haben 2 und 4 Jahre sind sie. Und bevor die in die Schule kommen, wollten wir die Zeit nochmal nutzen und zusammen schöne Abenteuer erleben. Und ja, dieses Modul wird sicher weiter genutzt werden und landet irgendwann mal im Keller. Beziehungsweise vielleicht baut man auch ein neues. Man wird sehen. Auf jeden Fall. Also ich bin froh, es macht, was es soll. Es schaltet an den Stellen ab, an denen es abschalten soll. Und ja, wenn ihr die Recherchezeit ein bisschen abkürzen wollt, schaut die Videos, abonniert den Kanal, schaltet die Glocke an, damit ihr auch über die neuen Videos informiert werdet. Und ja, wir freuen uns auf euch und wir freuen uns auch, euch von unserem Leben im Bus etwas zu erzählen. Aber das dauert noch ein bisschen. Bis dahin, macht's gut.